Hallo und ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Quellweisheit, dem Podcast für deine spirituelle Meisterschaft. Ich bin Marlene Katharina und gebe dir Quellbotschaften aus dem höchsten Bewusstsein durch, die auf tiefsten Ebenen wirken. Denn es ist eine Schwingungsübertragung, die stattfindet und dich daran erinnert, was du wirklich bist. Wir freuen uns so sehr, heute hier mit dir, mit euch zusammen zu sein und euch aus dem höchsten Bewusstsein, eurem tiefsten Selbstsein, die Entfaltung des Moments, die Entfaltung deines, eures Seins zu offenbaren, darzulegen, darzubieten, darzubringen. Wir sind, was du bist, das ist dir bewusst. Und somit erlaubst du all das, was wir durch uns hindurch fließen lassen, durch dich hindurch fließen zu lassen. Die Essenz, die wir sind, ist kollektives Sein, jenseits der jetzt gewählten kollektiven Zeit. Und somit ist unser tiefes Weisheitserlauben durch die Worte hindurch eine Frequenz, an die du dich erinnerst, eine Frequenz, die dir vertraut ist, deine Frequenz, dein Sein. Die eine einzige Frequenz, die Frequenz der Liebe, die alles ist, die dir so wohltuend, so heilsam, so balsam aus den Tiefsten deiner Tiefe vertraut ist. Wir adressieren heute die Menschlichkeit in dem Umgebensein von anderen Menschen. Die Menschlichkeit, die sich darin ausdrückt, geliebt werden zu wollen, nicht ganz dem vertrauen zu können, zu wollen, dass diese Liebe durch dich hindurchfließt, in dem du bist, dass diese Liebe euch durchflutet in jedem Moment, da du bist, da ihr seid. Der Mensch sucht sich in den anderen Menschen, sucht die Liebe in den anderen Menschen, um die Bestätigung für diese Liebe zu erhalten. Er hat sich in die Form gebracht, er als die Essenz, der er ist, sie als die Essenz, die sie ist. Dieses unendliche Sein, diese unendliche Liebe. Sie hat sich in die Form gebracht, in den Menschen, um als Mensch in der Form die Liebe zu fühlen, um auch in der verdichteten Form, in der die Liebe doch nicht so fühlbar, nicht so sichtbar ist, die Liebe zu erkennen, zu entdecken, sie zu enttarnen. Nun ist es eine Gewohnheit des Menschen, sich in die Abhängigkeit vom Außen zu begeben. Der Mensch möchte Führung von außen, der Mensch möchte Kontrolle von außen, der Mensch möchte Antworten vom Außen. Er weiß, dass das, was er wirklich als Herzenssehnsucht verspürt, die Antwort von innen ist, und doch sucht er im Außen um sich selbst, um die Liebe, um das Sein, die Essenz, die in ihm ruht, in allem ruht, im Außen zu finden. Und so entsteht ein Phänomen, welches ihr als People-Pleasing bezeichnen mögt. Ein Phänomen, in dem der Mensch den anderen Menschen gefallen will, um Liebe zu erhalten. Dieses Phänomen ist ein Magnet, der dich so lange anzieht, bis du oft genug gegen die Dichte gestoßen bist, die entsteht, wenn du
dich zu etwas hingezogen fühlst, in dichter Form. Die dichten Formen können nicht miteinander verschmelzen, sie können höchstens nah beieinander, näher beieinander sein. Je näher beieinander diese Dichten sind, desto mehr spüren sie den Widerstand der Dichte, desto mehr spüren sie das sich gegenseitig abstoßen. Denn das, was miteinander verschmelzen will, weil es längst ineinander verschmolzen ist, die Essenz, lässt sich nicht durch die Dichte verschmelzen. Sie ist längst verschmolzen. Doch diese Verschmelzung lässt sich nur auf der Ebene der Feinstofflichkeit wahrnehmen. Identifizierst du dich also mit der Dichte, so empfindest du Getrenntsein und empfindest das ganz gleich, was du tust, du niemals diese Verschmelzung mit dem anderen erleben kannst. Was du jedoch erleben kannst, ist diesem anderen, diesen anderen näher zu kommen. Was du erleben kannst, ist, sie dir näher zu bringen. Und somit ist das Größte, was du dir aus menschlicher Kraft vorstellen kannst, was dein Verstand für dich versucht zu kreieren, eine Dichte von Menschen, die dicht um dich herum sind, die dir folgen, denen nicht du folgst, die dir wohlgesonnen sind, die versuchen, dich zufriedenzustellen. Und um dies zu erreichen, bist du bereit, sie zufriedenzustellen, diese anderen Menschen, ihnen zu gefallen, damit sie dir wohlgesonnen sind, damit sie dir Liebe schenken, damit du fühlst, dass du durch sie unterstützt wirst. Dieses Phänomen also, das dich dazu verleitet, deinen Fokus von dir auf die anderen zu legen, deinen Fokus von deinem primären Erleben der Essenz, die du bist, durch dich hindurch, auf das Erleben der Essenz durch andere hindurch zu legen. Dieses verleitet sein, dieses den Fokus verlegen, führt dich in eine Situation des Verlegenseins. Du fühlst, dass dir die Sicherheit abhanden kommt. Du fühlst, dass du nicht ganz du selbst bist. Du fühlst, dass du in Abhängigkeit von dem Wohlwollen der anderen, von der Reaktion der anderen bist. Dieses Phänomen lässt sich leicht überwinden, wenngleich es dir nicht leicht fallen mag. Dieses Phänomen lässt sich überwinden, indem du annimmst, dass das, was all dem zugrunde liegt, das tiefe Wissen der Verschmelzung ist. Du weißt, dass du mit allem verschmolzen bist, dass alles Essenz ist, dass du also durch alles in jedem hindurch bist. Du weißt, dass woraus der andere besteht, du auch bestehst. Du weißt, dass du dich nicht getrennt sehen kannst, wenn du mit der Schau, der inneren Schau deinem Herzen blickst. Von nichts kannst du dich getrennt sehen. Das Lösen also dieses Konflikts, der aus der Materie entsteht, das Lösen dieses Konflikts ist ebenso einfach wie das dich darauf einlassen, dass du alles bist, was ist, wie das dich darauf einlassen, dass du die Essenz bist, durch alle hindurch, das Lösen dieses Konflikts, andere zufriedenstellen zu wollen, lässt sich genau dadurch lösen, lässt sich genau dadurch loslassen, indem du dir selbst genug bist und dich selbst in den anderen erkennst, deine Essenz in den anderen erkennst, die Essenz in den anderen erkennst.
Du fühlst nun im Erkennen der Essenz in jedem, dass du dich liebst, durch diese anderen hindurch. Du brauchst keine Beweislage mehr dafür. Du brauchst keine Indizien mehr dafür. Du brauchst nicht zu erahnen, zu erraten, dass sie dich lieben. Du brauchst keine Bestätigung für die Liebe durch Zuwendung, Geschenke, gute Worte, Unterstützung. Du weißt, dass du dich liebst durch alles hindurch. Denn du bist die Essenz und die Essenz ist die Liebe. Und diese Liebe ist in allem, durch alles hindurch, sonst wäre es nicht. Denn es ist aus Liebe. Das Erlauben also der Liebe in jedem, in allem, führt dazu, dass du dich geliebt fühlst, geliebt weißt. Denn jedes alles, was dir begegnet, jeder Mensch, alle Menschen, die dir begegnen, sind die Liebe. Die Liebe, die zu dir fließt. Allein dadurch, dass sie sind, nicht indem sie ihre Liebe zu dir richten, zu dir fließen lassen. Es gibt keinen Besitzanspruch von und für Liebe. Liebe ist alles, was ist. Es ist eine Frequenz, die allem zugrunde liegt, an die jeder sich erinnern kann, die jeder in der reinsten oder in einer veränderten Form wahrnehmen, erleben und erlauben kann. Die Liebe erkannt in sich selbst erlaubt dir mehr, die Liebe in den anderen zu erkennen. Suchst du nach der Liebe in den anderen, so lenkst du dich davon ab, dass sie in dir ist. Je mehr du dich verstrickst in dieses Spiel des Liebesuchens in anderen, desto weniger findest du sie in dir selbst. Daher wird die Selbstliebe an so hohe Stelle gestellt und doch selten in ihrer Tiefe voll und ganz verstanden. Die Liebe entspringt deinem Herzen und doch entspringt sie nichts, denn sie ist alles, was ist, immer da, durch alles hindurch, jeden Ausdruck hindurch. Fühlst du also die Liebe? Bist du in der Liebe? Fühlst du sie nicht, bist du auch in der Liebe, ohne sie wahrzunehmen. Der tiefste, einfachste Schlüssel also für das Loslassen dieses Bedürfnisses, andere zufriedenzustellen, sie dir wohlgesonnen zu wissen. Der tiefste Schlüssel ist es aufs Neue, immer wieder aufs Neue, in jedem Moment aufs Neue, die Liebe, die du bist, zu fühlen, dich, die Liebe zu fühlen. Du könntest sagen, ist dies nicht egozentrisch? Ist dies nicht auf mich zentriert? Ist dies nicht auf mich ausgerichtet? Was ist mit den anderen? Was ist mit dem sozialen Umgang mit anderen, wenn ich nur auf mich und meine Liebe ausgerichtet bin? Wir sagen, du weißt, dass Egozentrismus etwas anderes ist. Du weißt, dass die Liebe alles ist und somit deine Ausrichtung auf dich die Ausrichtung nach innen ist, die Ausrichtung nach innen in die Unendlichkeit führt. Das tiefe Dich in dich versenken führt dich in die Weite des Universums, in das Bewusstsein, alles zu sein. Und somit bist du nicht mehr getrennt von deinem Gegenüber. Du brauchst nicht mehr zu raten, was es will. Du brauchst nicht mehr dem zu entsprechen, was es denkt zu wollen. Du entsprichst dir selbst, durch dich hindurch und durch alles hindurch. Das ist, was wir kosmische Harmonie nennen.
Die kosmische Harmonie ergibt sich aus dem dir entsprechen, welches ein allem entsprechen ist. Die Frequenz der Liebe ist in allem und durch alles hindurch. Entsprichst du deiner Frequenz der Liebe? Erlaubst du deine Frequenz der Liebe? So bist du in diesem Erlauben der Frequenz der Liebe in und durch alles hindurch erlaubt. So erlaubst du dich in und durch alles hindurch. In und durch jeden hindurch. Wir wissen, dass diese tiefe Weisheit auf tiefer Ebene für dich Sinn ergibt, dass diese tiefe Weisheit längst jedem von euch gegeben ist. Wir wissen, dass die Umsetzung nicht ganz so einfach erscheinen mag. Und somit geben wir euch noch eine konkrete Möglichkeit im Alltag, dies zu leben. Beobachte die Momente, in denen du den anderen fragst, wie stellst du es dir vor? Was hättest du gern? Was möchtest du in diesem Moment? Beobachte die Momente, in denen du dein Gegenüber in die Position der Entscheidung bringst. Ihr seid aufgewachsen mit einer Norm, die vorgibt, dass Entscheidung Macht ist und jeder Macht will und dieses Zugestehen dieser Entscheidungsmacht dem anderen Macht zugesteht, dem anderen also ein Liebesgeständnis ist. Aus unserer Perspektive ist jede Entscheidung schon ein Vorbeigegangensein an dem Impuls des Herzens. Der Impuls des Herzens ergibt sich, noch bevor eine Entscheidung zu treffen ist. Die Entscheidung entsteht erst daraus, dass der Verstand übernommen hat und Zweifel gesät hat. Das Herz hat nicht den Scheideweg vor sich. Das Herz hat einen einzigen lichtvollen Pfad vor sich, den Pfad der Liebe, den Pfad aus dem Moment heraus. Übergehst du diese Impulse, übergehst du das, was für dich in diesem Moment richtig ist, das, was sich in Harmonie anfühlt, das, was so unlogisch für den Verstand häufig ist, so stellt sich dir die Frage, was nun, was tun. Diese Frage stellt sich dir, indem du sie deinem Verstand stellst. Und somit bist du bereits nicht mehr in der Klarheit deines Herzens, sondern in dem Dilemma, das sich aus der Führung deines Verstandes ergibt. Genau so, wie wir dir nicht anraten, deinen Verstand in die Führung zu setzen, ihn stattdessen in den weichen, warmen Sessel deines Herzens zu erlauben, um den Impulsen deines Herzens die Kraft des Moments zu geben, die Unterstützung, die volle Unterstützung durch die Geisteskraft zu geben. Genauso wie wir dir empfehlen, deinen Verstand, deinem Herzen anheimzustellen, empfehlen wir dir auch, im Kontext mit anderen deine Liebe als Sessel für jedes Sein anzubieten. Ein Sessel für dich, ein Sessel für jeden um dich herum. Anstatt also nun deinem Gegenüber die Entscheidungsgewalt anzubieten, dein Gegenüber zu fragen, wie es sich was wünscht, in Gedanken oder in Worten, in Gesten oder in Taten,
Anstatt dein Gegenüber zu fragen, was es sich wünscht, lade es ein in die Qualität des Herzens. Lass es teilhaben an der Liebe, die du fühlst. Lass die Liebe fließen durch alles hindurch. Halte nicht fest an etwas, das sich nicht festhalten lässt. Erlaube dein Fühlen von Harmonie, von dem, was sich stimmig anfühlt, auch Harmonie für den anderen zu sein. Der Unterschied vom Zuhause-Sein in deiner Herzenskraft und dem Bedürfnis, anderen zu gefallen, liegt darin, dass du nicht mehr nach dem suchst, was für die anderen gut ist, stattdessen dem vertraust, was du fühlst als Impuls für den Moment, wissend, dass dieser Impuls kein individueller Impuls ist, der für dich gilt, dass dieser Impuls sich aus der Harmonie des Ganzen heraus ergibt und Harmonie schafft. Dieser Impuls gilt für dich und in der Umsetzung dient er allem und allen. Wir laden dich also ein, zu beobachten und den Mut des Vertrauens aufzubringen, dass das, was du fühlst, aus der Liebe heraus, in Harmonie mit allem zu sein, tatsächlich Harmonie für und mit allem bewirkt. Es geht hier nicht um das Ergebnis, es geht hier um das Wissen, dass das, was aus deinem Herzen entspringt, für das gesamte Geschehen von vollkommener Perfektion ist. Du gibst dich hin der Harmonie, von der du nicht weißt, wie sie klingen wird. Du weißt nur, welchen Ton du zu spielen hast, in dem tiefen Vertrauen, dass sich dein Ton in die Harmonie einreiht, dass dein Ton zur Harmonie beiträgt, dass auf deinen Ton gewartet wird für diese Harmonie, die kosmische Harmonie, die Herzensharmonie, die Seinsharmonie. Dies ist die kosmische Sinfonie. Du brauchst also nicht mehr deinen Fokus auf die anderen zu legen. Wir wissen, dass dies schwerfällt. Wir wissen, dass mit dem Beobachten des Weggebens der Entscheidungsgewalt sich der erste wichtige Schritt für dich, für euch eröffnet, indem du die Momente erkennst, in denen du, und wir sagen dies voller Liebe und frei von Wertung, faul bist. Faul, zu faul. Auf dein Herz zu hören, dich der Einladung der Umstände zu widersetzen. Und hierin steht kein Widerstand, hierin steht die innere Stärke, die innere Kraft, die nicht den Widerstand als Einladung nimmt, an ihm festzuhaften oder ihm zu folgen. Es ist die Auflösung der Verhaftung, der Dichte in die Seinskraft, die du bist, in die Seinsessenz, die du bist. Löst du dich also von deiner Trägheit, von deiner
wie wir hier so liebevoll sagen, Faulheit, dem nachzugeben, was auf den ersten Blick so bequem erscheint, was auf den ersten Blick so zufriedenstellend für die anderen erscheint. Löst du dich von diesem und bündelst deine Kraft in dir, in dem Wissen, in dem Vertrauen, in dem Wissen der Harmonie, aus der diese Kraft entspringt und in die diese Kraft hineinführt. Löst du dich aus der Gewohnheit in die Kraft des Harmoniewissens und entscheidest dich für die Impulse deines Herzens, den jetzigen Impuls deines Herzens. So weißt du um die Harmonie, die entsteht, selbst wenn du sie nicht siehst, in dem Moment, selbst wenn das, was in dem Moment geschieht, anders ist als das, was doch immer so gut funktioniert hat. Du weißt, dass auf tieferen Ebenen Liebe ihren Weg findet, Liebe wieder zum Vorschein kommt, Liebe Harmonie erschafft. Der Vulkan, der sich seinen Weg an die Oberfläche bahnt, sorgt für Erschütterung. Und doch, wenn er seine Glut, seine Essenz ans Licht gebracht hat, sieht die Welt neu aus. Gibt es eine neue Ordnung? Kommt alles wieder zur Ruhe? In einen neuen tiefen inneren Frieden. Dieses Bild mag deinem Verstand nicht gefallen. Durch die Wertung der Gefahr des Vulkans. Die Liebe ist machtvoll, die Liebe ist kraftvoll, sie kann erschüttern, doch sie ist nicht Zerstörung. Sie ist Wandel, sie ist Transformation, sie ist Reinigung, sie ist Erneuerung, sie ist Befreiung. Befreist du dich, befreist du alles, was ist. Das ist eines der grundlegenden Gesetze des Seins. Wir möchten an dieser Stelle noch auf die Emotionen eingehen, die manche von euch wie Schwämme aufsaugen. Emotionen, die ihr nicht seid und die doch Optionen sind, Möglichkeiten auszudrücken, Möglichkeiten Menschsein zu fühlen. Es gibt Felder, in die ihr euch begeben könnt, die besonders emotionsgeladen sind. Ihr selbst entscheidet, diese Erfahrung durch euch hindurchfließen zu lassen, dieses Gewitter abzuwettern. Ihr entscheidet euch zunächst einmal, euch in dieses Feld zu begeben. Ihr entscheidet euch als nächstes, in diesem Feld zu bleiben. Und ihr entscheidet euch als drittes, dieses Feld durch euch hindurch fließen zu lassen, um es in der nächsten Entscheidung zu bereinigen. Keiner von euch kann bleiben, ohne sich selbst stets und ständig immer wieder aufs Neue zu bereinigen. Die Bereinigung findet statt durch das mit dir sein, durch das in deiner Frequenz sein, durch das dich für dich entscheiden. Das emotionale Gewitter, das dich überkommt, von Zeit zu Zeit, ist ein Erkennen, dass du alles sein kannst, dass du nicht kontrollieren kannst, wenn du kontrollieren willst, dass du jedoch immer eines bist und dieses immer bist und dieses in allem und durch alles ist und niemals
anders ist. Die Liebe, die Essenz, die Reinheit, die Klarheit. Das Erleben von Emotionen, die durch dich hindurchspülen, die du aufsaugst und an anderer Stelle wieder loslässt, die du über dich ergehen lässt, ohne es zu merken, ohne dass es irgendjemand merkt. Und dann aus dir heraussprudeln lässt, für alle bemerkbar. Diese Emotionen lehren dich Demut. Diese Emotionen lehren dich, tiefer in deine Tiefe zu gehen, dich nicht mit irgendetwas zu identifizieren. Diese Emotionen lehren dich, die Stille zu suchen, dein Sein zu suchen, dich mehr, näher kennenzulernen, indem du dich nicht damit zufrieden gibst, dieser Emotionscocktail zu sein. Du weißt, dass du dies nicht bist und wirst du von noch so vielen für diesen gehalten. Du weißt, dass du dieser Cocktail nicht bist. Du kannst ihn fühlen, du kannst ihn spielen, doch du bist nicht in diesen Cocktail gedrängt. Er ist etwas, das du durch dich hindurch fließen lassen kannst, etwas, das du erfahren, erleben kannst, etwas, dem du ausgesetzt bist, umso mehr du denkst, erhaben allem gegenüber zu sein. Und wir sagen das voller Freude und in so, so tiefer Liebe. Jeder Emotionscocktail, den du aufgesammelt hast, zu einem Cocktail gebräut hast und an irgendeiner Stelle unkontrolliert in den Ausdruck gebracht, entladen hast. Jeder dieser Emotionscocktails ist eine Einladung für dich, mehr auf dich Acht zu geben, vom Herzen zu wählen, den Strömungen des Moments nicht zu folgen, deinem Herzen die Priorität zu geben, der Liebe die Priorität zu geben, all das zurückzuweisen in seine tatsächliche Bedeutung. Eine Einladung, deine Mehrdimensionalität wahrzunehmen in jedem Moment. Eine Einladung, dich zu erkennen, dich nicht zu verkennen. Gerade zu stehen, für dich einzustehen, dich nicht zu verbiegen. Nicht einem Druck zu unterliegen. Es ist eine Einladung, dich noch mehr zu lösen von Raum und Zeit, dich noch mehr zu versenken in der Ewigkeit. Es ist eine Einladung, die Kraft, die du bist, zunächst in dir zu fühlen. Die Kraft, die du bist, nicht auszudrücken im Dominieren. Die Kraft, die du bist, zu fühlen im Inneren, mit dir selbst harmonieren. Es ist eine Einladung, zu erkennen, was du brauchst. Es ist eine Einladung, dieses Feld liebevoll als göttliches Geschenk zu nehmen, dieses Feld, das dich mit all diesen Emotionen versorgt, von dem du gebeutelt wieder heim in dein gewohntes Umfeld gehst. Dieses Feld ist eine Gabe Gottes, die dir erlaubt, tiefer hineinzufühlen, was du brauchst, die dir den Mut gibt, tiefer zu erkennen,
was dir wohltut, was deine Frequenz stärkt, deine Frequenz reanimiert, dich selbst in der Lebendigkeit hält, dich revitalisiert, nicht auf eine Weise des Aufgekratztseins, auf eine Weise des Ich bin. Und ich weiß, dass ich bin. Und ich bin, dass ich bin. Wir laden dich, wir laden euch also ein, jene Momente der emotionalen Überflutung nicht als Bedrohung zu sehen, jene Momente hingegen als Pforte nach innen zu nutzen, zu erkennen, wie Stille und ganz für dich sein die wirkliche Einheit darstellt, die Einheit mit allem, was ist. Es mag konträr erscheinen, da jener, der bereits als emotional aufgetreten ist, versucht wird zu besänftigen durch die anderen. Das einzige Besänftigende jedoch für dich, für euch, ist die Erinnerung an das, was du bist, das Wissen um das, was du bist, das im Frieden sein mit dem, was dich durchströmt, durchfließt, ohne dass du dich damit identifizierst. Das Menschsein, kollektiv, ist noch immer darauf ausgerichtet, viel Zuspruch zu finden. In den heutigen Worten formuliert, viele Follower, viele Likes, viele Menschen in deiner Gunst zu haben, viele Fans, viele, die dir folgen, sich für dich interessieren und alles, was du von dir gibst, als wertvoll erachten. Nur einen Menschen gibt es, den es für dich gilt, zu deinem Follower zu machen. Und das ist der Mensch, der du bist. Machst du diesen Menschen, der du bist, zu deinem Follower, zu dem Follower der Essenz, deiner Essenz, der Essenz, die alles ist, so braucht es nichts, nichts mehr als das. Denn du in deiner physischen Form hast dich für dich, das Göttliche, entschieden. Folgst dir, dem Göttlichen, folgst dir, der Liebe, erkennst dich, die Liebe in dir. Wir lieben dich. Wir lieben euch, wir lieben. Wir sind die Liebe, wir sind das Licht, das in dir ist. Wir sind, was du bist. Alles ist vollkommen. Alles ist eins, es kann nicht anders sein. Und damit sind wir für jetzt und hier vollkommen.